Hi und herzlich willkommen zu meinem Stand der Dinge. Ein kleiner Wochenrückblick von mir für dich. Ja, es geht heute ums Diamond Painting. Dienstags kommt ja mein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelprojekten. Nur als kleine Info nochmal. Ja, du siehst es hier schon. Hier liegt die Drachenhexe aus dem Shop von Tini Schnickschnack von der Künstlerin Sandrietta AI. Heute am Sonntag ist, glaube ich, das Feld 8 dran mit Painten. Habe ich noch nicht getan. Kommt aber noch im Laufe des Tages. Ist ja nur ein relativ kleines Feld. Deswegen habe ich das mit dem nicht so eilig. Ja, ich finde, das Bild hier kommt wirklich super raus. Hier das Geschnörkelte an ihrem Kleid ist super. Hier bei dem Drachen, die Details kommen gut raus. Das hier Feld ist noch nicht gepaintet. Aber hier oben am Flügel, im Gesicht, die Sachen, also das ist schon wirklich, wirklich toll. Ein sehr, sehr schönes Bild und auch eine super Qualität von den Steinchen. Kann ich nicht meckern. Also bei dem Bild hatte ich wirklich ganz minimal Ausschuss, also das Übliche. Mal eine kleine Nase am Steinchen oder so, aber mehr nicht. Ja, das Bild hier painte ich ja für das Event Happy Love, das über Instagram und Facebook läuft. Da wird ja jeden zweiten Tag eine Nummer gezogen, die dann gepaintet wird. Und ja, das ist Ende März fertig. Es ging 2 Monate und im April startet da auch schon ein neues Event. Aber dann ein bisschen anders. Das ist ein bisschen abgewandelt, das andere. Also das, was folgt, sozusagen. Das Event. Ja, dann habe ich noch das Bild. Moment, da muss ich meinen Bügel hier gerade mal abmachen und rüberlegen. Mein Bildchen aus dem Shop von Diapop von der Künstlerin Amaris, was ich painte für das Event Pfote, Kralle und Co. Das Event läuft auch 2 Monate, ist jetzt im März und im April. Und da hatte ich mir hier dieses Bildchen ausgesucht. Da bin ich gerade am Überlegen, dass ich das Bild, weil hier habe ich mein Release Paper kleben, dass ich das Bild einmal komplett zeigen kann. Das Bild habe ich auch vorgestellt auf meinem Kanal. Es ist bei Diapop ausverkauft. Aber da kann ich euch nicht sagen, oder kann ich dir nicht sagen, ob das nochmal reinkommt. Das ist einmal dieses Bild. Ich gehe aber eigentlich schon davon aus, denn die Bilder, wo auf Lager sind, von der Künstlerin Amaris, hat sie normalerweise oder bestellt sie normalerweise nach. Also ich habe schon öfter gesehen, dass von der Künstlerin Amaris dann eine Nachlieferung kam und das Bild dann wieder verfügbar war. Aber da musst du die Augen offen halten. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob das nochmal nachkommt oder nicht. Ja, das ist einmal dieses Bildchen. Und da habe ich jetzt hier oben einmal den ersten Streifen fertig und hier in kleinen Streifen angefangen. Ja. Gefällt mir sehr gut. Es ist hier hinten im Hintergrund, es sieht jetzt zwar ein bisschen nach Color Blocking hier aus, aber das ist es nicht. Hier sind ganz zarte Abstufungen der Gelbtöne und deswegen war das ein wenig
konfettilastig. Genauso wie hier dieser Teil. Ja. Aber die Steinchen liegen gut. Ist wirklich schön. Da sind so ein paar kleine Setzlücken, aber die sind von mir verschuldet, weil ich manchmal zu faul bin, meinen Stift umzudrehen auf den Einzelsetzer und dann gehe ich einfach mit dem Mehrfachaufsetzer hin und greife mir ein, zwei Steinchen und setze die dann. Und dann verschiebe ich mir halt immer ein bisschen die Reihe. Aber mich persönlich stört das nicht. Aber das hat wie gesagt nichts mit dem Bild zu tun. Denn du siehst da, wo einzeln gesetzt ist, also wo ich wirklich einen Einzelsetzer gesetzt habe, auch bei den hellen Farben, sind dann keine Lücken. No? Ich sehe gerade da. Ah ne, das ist ein AB-Steinchen. Ich dachte jetzt, der hat ein Loch, aber der hat kein Loch. Das ist die Beschichtung. Ja, genau. Das Bild hat auch 70 Farben, hat ein bisschen mehr. Aber gut, es darf ja auch noch bis Ende April wachsen. Ich weiß nicht, ob ich das fertig kriege, aber wenn nicht, werde ich das im Laufe des Jahres auf alle Fälle fertig bekommen. Da mache ich mir jetzt nicht so einen Stress. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Wäre schön, wenn ich es fertig bekomme, aber wenn nicht, dann halt nicht. So, jetzt bin ich noch am Überlegen. Ich wollte nämlich noch einmal das Schäfchen zeigen, was ich das letzte Mal gepaintet habe. Das hier sind auch Bilderchen von dem Shop Diapop. Das hier ist jetzt zum Beispiel die Animal Edition. Die bekommt sie auch noch mal rein. Das sind ja kleine Bilderchen, kleine süße Vollbilder. Und du siehst hier jetzt auch, da habe ich mit Mehrfachaufsetzer den Hintergrund gepaintet. Die Steinchen liegen wirklich top. Ja, also mir gefällt das wirklich mega gut. Und ich finde, es kommt auch schön raus. Es glitzert und glänzt. Die Leinwand hier gefällt mir sehr gut. Ein schöner abgesteppter Rand, Wellenrand und auch von hinten super angenehm anzufassen. Sie ist schön weich. Also wirklich toll. Und da wollte ich heute noch mit dir ein bisschen hier bei dem Pinguin anfangen zu painten. Da habe ich ja einmal die Sticker-Legende noch, die muss ich mir mit rauslegen. Und dann hatte ich mir schon meine Farben so ein bisschen rausgesucht, also die Farben, die ich painten wollte. Mal gucken, wie viel ich davon schaffe. Das sind nicht alle Farben. Der Rest der Farben ist hier einsortiert, aber nur nach der Laufnummer. Und dann gucke ich immer auf der Legende nach dem Painting-Symbol. Ja. Das wollte ich gerne nachher mit dir anfangen zu painten, aber ich habe noch ein bisschen was zum Besprechen. Weil, ja, einfach weil, ne? Ich bin ein bisschen am Überlegen, und zwar ist ja das Happy Love Event bald zu Ende und ich würde gerne auch bei dem nächsten Event mitmachen, und zwar Frühling und Natur. Das ist sozusagen die Sparte des Events. Und dann, ja, würde ich da gerne noch mitmachen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Da haben wir die Zahlen vorgegeben bekommen, wie wir die auf die Leinwand ich will sagen kleben sollen, aber also die Felder sind vorgegeben. Es startet mit einer Zahl oben und dann wird immer so der Reihe nach einfach weitergemacht. Ich kann mal gucken, aber ich weiß nicht, ob man das dann auf meinem kaputten Handy sieht. Hier. Ja, also einmal so ist die Zahlenreihenfolge festgelegt und die soll man dann auf sein Bildchen
einfach drauf machen. Also dann hier zum Beispiel die 16, die 8, die 30, so dass man wieder seine 30 Felder hat und die 30 Felder dann der Reihe nach bestücken, wie es vorgegeben ist. Und dann darf man, so wie ich das verstanden habe, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch verstanden, dürfen wir selber uns eine Nummer ziehen und die dann painten alle 2 Tage. Finde ich mal was anderes, finde ich schön mal zum Ausprobieren. Also da bin ich auf alle Fälle dabei, nur mit dem Motiv weiß ich halt noch nicht. Ich liebäugel ja wirklich mit diesem hier, mit der Avocado von Tini Schnickschnack. Ich glaube, das ist auch ein Künstlerbild von Sandrietta AI. Das weiß ich jetzt, müsste ich nachschauen. Aber ich glaube schon. Was ein Glück, schreibe ich mir das meistens auf. Nicht immer, aber meistens. Ah nee, Hulasuki habe ich hier stehen. Also es könnte dann auch natürlich Hulasuki sein. Das Bild ist noch aus 23. Da hatte ich mir das gekauft. Und ja, ich finde das halt schön von den Grüntönen her. Grün ist ja nicht jedermanns Fall, aber ich finde zum Frühling, nicht zum Grünling, sondern zum Frühling, wenn alles anfängt zu sprießen und zu blühen, finde ich, ist das doch ganz hübsch. Ja, hat 40 mal 40, ist dann auch nicht so mega groß. Dann hätte ich auch noch Zeit für mein Bild von Diapop, das It's in a Bond. Ja, 35 Farben, 3 AB-Farben. Ja, ich denke mal, das wird's. Du kannst mir gerne mal Bescheid sagen, ob du das eher zu Natur und Frühling dazu zählen würdest oder ja eher nicht so. Weil ich bin mir da ein bisschen unsicher, aber ich würde schon sagen, dadurch, dass da halt alles viel mit Grün und Blumen ist und Blätter, die Avocado hat ja Blätter an, dachte ich, wäre das vielleicht ganz, ganz schön. Außerdem steckt mir das Bild schon länger in der Nase und deswegen hatte ich überlegt, dieses zu painten für den für das Frühling-Natur-Event. Genau. Ja, einmal das. Dann hatte ich ja vor einiger Zeit gesagt, dass ich ja von Diapop das Mystery Numixi Easter Bunny von der Künstlerin Amaris painten wollte für Ostern. Das verzögert sich jetzt leider ein bisschen, weil ich habe die Woche eine Mail bekommen, dass da wohl was mit den Steinchen nicht in Ordnung ist. Also toi toi toi, zum Glück hatte ich noch nicht angefangen, sondern wollte die Woche eigentlich abkitten. Und dann habe ich die E-Mail bekommen und dann dachte ich, na komm, dann wartest du noch. Weil bei dem Kitting Up wollte ich dich mitnehmen, weil das Bild so habe ich ja nicht vorgestellt, aber es hat ja manche doch interessiert. Und dann dachte ich, mache ich dazu ein Kitting Up. Ja, aber wie gesagt, es ist wohl mit den dunkleren Farben irgendwas im Argen gewesen. Also sie hat das ja behoben. Und in der E-Mail stand auch, dass der Hersteller jetzt selbst die Steinchen produziert und dass das nicht mehr vorkommen sollte, dass irgendwas ist mit den Steinchen. Ja, genau. Und deswegen wird sich dieses Bild noch ein bisschen verzögern. Du darfst dich nicht stören. Hier oben, das ist richtig. Das hier in der Vorschau, das ist verkehrt. Das war noch von diesem Weihnachtsdings. Das hat sie bestimmt, hat der Hersteller oder sie, ich weiß nicht, wer die Legende druckt. Auf jeden Fall der Hersteller der Legende hat vergessen, das wegzumachen. Mich persönlich stört das nicht, weil es steht hier oben alles drauf und die Farben hier, die Legende, stimmt auch. Ich habe die Steinchen auch hier liegen. Ja.
Genau. Also das kommt auch noch vielleicht auf dich zu. Einmal ein Kitting ab von diesem Mystery, aber erst, wenn die neuen Steinchen da sind. Ja. So. Dadurch verzögert sich das halt ein bisschen. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich finde es auch super, dass Diapop eigenständig auf die Leute dann noch zugegangen ist. Weil ich hatte das Bild, wie gesagt, noch nicht angefangen und habe dadurch nicht gewusst, dass da etwas mit den Steinchen nicht stimmt. Und ich habe trotzdem diese E-Mail erhalten, dass da etwas nicht stimmt und dass sie sich darum gekümmert hat und dass Ersatz unterwegs ist. Finde ich super. Ja, genau. So. Dann würde ich sagen, starten wir mal hier mit dem kleinen Freund. Ich habe mir jetzt den Pinguin ausgesucht. Ich dachte jetzt so, obwohl Frühling hat ja schon angefangen. Also am Donnerstag war ja Frühlingsanfang. Deswegen passt er jetzt zwar eigentlich nicht mehr in diese Jahreszeit, aber ich fand den ganz süß und goldig und deswegen wollte ich den jetzt gerne mit dir zusammen painten. Und so ein bisschen von der Woche erzählen, was so los war. Und ja, wie alles so gelaufen ist. Ja, ich hoffe, deine Woche war wunderschön und dir geht es gut. Na, ich kriege die Kamera gerade nicht festgestellt jetzt. Sonst wackelt die immer so hin und her. Das muss ja nicht sein für dich. Ja, ich hoffe, dir geht es gut und deine Woche war toll. Bei mir war auch soweit alles super. Hat alles so funktioniert, wie ich wollte. Ich muss da nochmal neu. Oder manchmal habe ich so Stellen, weil ich so ein fester Painter bin. Also ich drücke immer recht fest auf und dann verschiebt sich hier innen drin mein Wachsersatz. Und da ist das manchmal, dass dann da eine Kuhle ist und ich das Steinchen dann nicht mehr richtig greifen kann. Und dann streiche ich das immer so ein bisschen nochmal glatt und zusammen, dass das alles passt. Damit ich da nicht immer so viel wechseln muss von der Sache her. Genau. Ja. Die Woche bei mir war, wie gesagt, sehr angenehm, sehr voll, aber auch super Wetter. Zwar morgens recht kühl, aber dafür über Tag ja wirklich super tolles Wetter. Also mega. Und dadurch waren wir jetzt auch wieder viel draußen. Ich meine, ich bin ja generell relativ oft draußen an der frischen Luft, obwohl oft, es ist halt einmal zum Spazierengehen oder einmal, sondern morgens und abends, um mit meiner Hündin eine große Runde zu drehen. Da bin ich dann unterwegs und ja, war dann auch die Woche mal im Garten, habe mein Hochbeet gerichtet, das eine zumindest. Und habe da soweit bei dem einen versucht, alles auf Vordermann zu bringen. Ich war am Überlegen, ich habe ja in dem, wo ich jetzt vorbereitet habe, sozusagen die Erdbeeren drin stehen. Und das ist schwierig gewesen, weil mir ist da sehr viel Erde weggesackt. Ich hatte erst überlegt, ob ich
Erde auffülle. Aber ich wusste da nicht, ob das den Erdbeeren schadet, wenn ich die halt rausnehme und dann noch mal reinsetze. Vielleicht hast du damit Erfahrungen, ob ich das jetzt noch machen kann. Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Oder ob ich das besser lasse. Also ich habe sie jetzt so gelassen, wie es war. Es ist halt 10 cm jetzt schon vom Rand weg, also wo die Erde abgesunken ist. Ich kann mir nicht erklären, warum, obwohl, ja, ist halt so. Und deswegen, ja, da war ich mir halt unsicher, ob ich das noch machen kann, ob das geht oder ob ich das halt besser lasse, weil die Erdbeeren ja jetzt gerade dabei sind, die Blätter zu schieben und zu machen und zu tun. Denn das sind eigentlich die Erdbeeren, die dieses Jahr tragen. Ja, die haben letztes Jahr nicht getragen, weil das letztes Jahr komplette Jungpflanzen waren, die ich aus meinem anderen Garten geholt hatte, also Ableger waren. Und ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich das machen kann. Ob das denen halt angenehm ist, wenn ich das tue, oder unangenehm ist. Denn diese Erdbeeren habe ich sozusagen direkt vor meiner Tür. Und bei meinen anderen Erdbeeren muss ich halt erst hoch in den Garten, also in Hang hoch. Das ist ein Hang, den ich da habe. Ja, deswegen hatte ich mir einen Teil der Erdbeeren runtergeholt. Meinen zum Pflücken muss ich nachher da hochgehen. Da ist das auch nicht schlimm. Aber so zum Naschen und sowas, dachte ich, ist das ganz angenehm, wenn ich die sozusagen unten bei mir habe. Ja, mal gucken. Aber zuerst, ja gut, in dem Hochbeet habe ich zwischen die Erdbeeren halt noch die Tulpen gesteckt. Und auf der anderen Seite davon sind die Gladiolen. Also da habe ich auch noch die Blumen drin. Deswegen weiß ich nicht, weil die Tulpen, die kommen jetzt raus. Die sind ordentlich am Schieben. Meine frühen Tulpen oben im Garten, die blühen auch schon. Aber das sind wirklich ganz, ganz frühe Tulpen. Ja. Und die blühen auch schon. Und dann, ja, die Tulpen will ich halt auch nicht kaputt machen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich denen jetzt noch mal Erde drauf schmeiße sozusagen, ob das die dann nicht ärgert. Bei den Gladiolen ist das noch nicht so schlimm, da ist noch nichts draußen, aber bei den Tulpen und wie gesagt halt die Erdbeeren, ja, wäre halt schade. Deswegen hatte ich, wie gesagt, alles so einmal gelassen. Ne? Ja. Ja, dann, was war die Woche noch? Die Woche war noch, jetzt muss ich überlegen, ja, ist noch ein, ich hatte mir letzte Woche Sonntagabend, ich glaube, das war Sonntagabend, noch von Karat Art die Diamond Painting Love, DP Love oder Lovers Mystery Surprise Box bestellt, so rum heißt es, das heißt Surprise Box. Die kam auch an am Dienstag. Habe ich mir auch schon angeguckt, sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei. Wenn dich die interessiert, die Box, also ich werde sie jetzt bei mir so nicht mehr zeigen, sondern du wirst die Bilder dann halt im Laufe der Bearbeitung bei mir sehen. Dann, wenn du sie vorher sehen willst, kannst du gerne mal schauen gehen bei Maries Diamond Painting Welt. Marie hat das also vorgestellt und auch Leni Beas Diamond. Sandra hat sie auch vorgestellt. Da kannst du gerne mal schauen gehen, weil da waren ganz schöne, also für mich selbst finde ich sehr, sehr schöne Bilder dabei. Es ist ein Bild von der Künstlerin Hiroko dabei. Es ist ein Bild, ich glaube Svenja,
ja, die hat den roten Panda-Bären, glaube ich, bei Karat Art, die Künstlerin. Also ich glaube, das ist jetzt das zweite Bild von ihr bei Karat Art. Auch sehr, sehr süß. Also das Bild, was in der Box ist, ist ganz goldig. Und dann ist noch ein Mystery-Bild mit dabei. Von Karat Art selbst designt. Was auch sehr, sehr schön ist, dieses Bild, muss ich ja gestehen, das hat mich wirklich sehr interessiert auch. Das habe ich auch schon einmal abgekittet. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so gut siehst von den Farben her. Also es ist pastellig, rosa, viel gelb, ein bisschen pastellgrün. Bei sowas denke ich immer, finde ich es schade, wenn da nicht noch ein Pastellblau mit dabei ist, weil ich finde, das wertet das Ganze immer so ein bisschen auf. Aber gut, ich will mich da nicht beschweren. Die Farben sind trotzdem schön. Und wie gesagt, es ist ein Mystery. Ich weiß gar nicht, kannst du das? Moment. Ich glaube, so ist es. Ja, ein Mystery. DP Lover Mystery 28 x 32, hat 21 Farben und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sondersteine, 2, 4, 6, 8, ja, 8 Sondersteine dabei. Ja, und das werde ich mal anfangen. Wie gesagt, es ist ja schon abgekittet. Ja. Mal schauen, was da rauskommt. Ein Teil kann man erkennen, aber ich konnte nicht alles erkennen. Aber wie gesagt, du kannst dir das gerne mal bei den genannten Kanälen anschauen. Denn ich habe mir die Videos auch angeschaut und die zeigen auch das Bildchen dazu. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erkennen, wie ich. Ja. Aber ich finde auch, das ist eine sehr, sehr schöne Größe. Und deswegen dachte ich, mache ich das Bildchen so lange, wie ich auf das Oster-Mystery sozusagen noch warte von Diapop auf die Steinchen. Ja. Genau. Mal gucken. Vielleicht siehst du es schon im Monatsrückblick dann fertig. Das weiß ich noch nicht, ob ich das so schnell schaffe. Denn du weißt ja, ich bin eher von der langsamen Natur. Also ich painte relativ lahm. Aber ist ja auch nicht schlimm. No? So ist das manchmal. Ja, genau. Ja. Die Box kam noch an. Ich habe auch überlegt, ob ich das Bildchen von der Künstlerin Hiroko anfange. Aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich noch ein anderes Bild von ihr, was mich mehr reizen würde. Und zwar, ich glaube, Lemon Soda heißt es. Der kleine Hase in der Zitronenlimo sozusagen. Der da drin, ich weiß nicht, sieht aus, als würde da drin baden. Ja, und das würde ich dann gerne noch painten vorher, obwohl vielleicht wäre das Frühling, ich weiß nicht, aber da würde ich wirklich gerne die Avocado painten. Ja, weil die ist ja auch 40 x 40 und ich fand jetzt auch von Tini die Bilder, das lese ich ja von der Drachenhexe her, super painten. Ich meine, die Avocado ist jetzt ein bisschen älter. Aber das heißt ja nicht, dass da die Qualität schlechter ist. Ja? Denn ich habe schon mehr Bilder von ihr gepaintet und bis jetzt kam ich da immer gut zurecht. Also ich hatte da noch kein Bild, wo man hätte sagen müssen, also das geht gar nicht.
Ich meine, ein bisschen Ausschuss von den Steinchen her, das hat man überall. Ja. Das sehe ich auch nicht so eng, denn meistens hat man ja Steinchen dabei oder mehr Steine dabei, dass man die Sachen halt dann tauschen kann. Ja. So, und ich finde so, wenn da jetzt hier der Stein, der hat zum Beispiel so eine super kleine Nase noch dran, ja. Die schiebe ich erstmal rüber. Also ich lasse die dabei, ihn hier, aber ich painte ihn noch nicht. Und wenn ich merke, die Steine reichen nicht, dann gehe ich halt hin und mache mir das Näschen halt ab. Das kann man auch relativ einfach machen. Entweder man macht es, Achtung, so, jetzt ist es ab, da hängt es. Also ich drücke mir das am Rand des Schiffchen einfach runter. Oder man kann es sich mit einem scharfen Bastelmesser oder diesem Skalpellmesserchen abschneiden, das Überstehende. Aber da sei bitte, bitte vorsichtig, nicht, dass du dir das selber wehtust. Ja, das muss nämlich nicht sein. Aber wie gesagt, die Steinchen, ich lasse die dann dabei und warte ab, ob alles reicht, und wenn nicht, dann kann ich da immer noch nachsteuern. Ja, wie machst du das? Verarbeitest du die Steinchen gleich oder tust du sie gleich weg? Weil manche machen es ja auch sozusagen in den kleinen Mülleimer. Aber ich mache das halt nicht, weil es dann, falls meine Steinchen nicht reichen würden, weil ich es dann nicht mehr zuordnen kann. Obwohl, dann hätte man noch, also ich hätte dann noch Steinchen in meiner Restekiste sozusagen. Denn ich habe ja eine Zeit lang die Steinchen gesammelt. Jetzt ja nur noch die Sonderfarben, also die Sondersteinchen. Und ja, sonst eigentlich nichts mehr. Außer ich merke bei der Qualität her, es ist jetzt der neue Schliff oder sowas. Dann bin ich immer noch mal am Überlegen, ob ich mir das rüber tue. Und anders halt nicht. Genau. So, die 17 habe ich hier liegen. Das ist das kleine E. Ja, so ist das mit den Steinchen. Also hier diese Methode mit den Tütchenpainten, wenn das sortiert ist, für mich persönlich jetzt, finde ich das gar nicht so schlecht. Und halt auch jetzt bei diesen kleinen Bildern, weil man dann die eine Farbe auf dem ganzen Bild einmal fertig hat. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Und auch das Painten von dem letzten Bild, meine kleine Katze, wo ich ja eine Farbe komplett immer gepaintet habe, das war auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, das sind schon Painting-Erlebnisse, die einem Spaß machen. Ja, es ist mal was anderes. Bei so ganz großen Bildern und auch mit den vielen, vielen Farben, da weiß ich nicht, ob ich das könnte. Müsste ich wirklich mal ausprobieren, aber ich glaube, dann käme ich da durcheinander. Jetzt hier bei dem, wie gesagt, das hier sind ja auch die kleinen Bilder hier, die haben 88 Farben, aber du hast hier nicht 88 Farben immer auf einem Bild, sondern es sind 88 Farben insgesamt für alle Bilder, für alle kleinen Bilder hier. Und deswegen finde ich das so ganz angenehm zu painten. Und ich finde es jetzt auch schön so für dich und mich. Für so ein Video hat man immer ein neues Motiv. Man kann sich die Sachen raussuchen. Ich kann mir mit den Farben, die ich mir vorher rausgesucht habe, ein Limit setzen und sagen, ich mache das jetzt nur bis zu diesen Farben und dann
höre ich auf und dann zeige ich dir ja das Bild sozusagen im nächsten Stand der Dinge. Bild. Stand der Dinge, ja. Video, nicht Bild, Video. So rum. Ja. Manchmal komme ich da auch ein bisschen durcheinander mit dem, was ich erzählen will und mit dem, was ich mir schon im Kopf zurechtgelegt habe. Denn ich mache mir immer jetzt so kleine Notizen, damit ich nicht von A nach B oder C oder dann auf einmal bei Z bin, obwohl ich bei A angefangen habe. Ja, genau. Ich habe gerade gesehen, ich habe hier mein Haar vergessen. So, schaue ich mal, ob ich das so rauskriege, aber das dürfte eigentlich funktionieren. Da ist er. Ja, denn ich glaube, dass es auch so angenehmer ist, wenn man, oder auch da unten habe ich ja ganz viel Haar vergessen, muss ich gleich nochmal machen, wenn man ein bisschen einen kleinen Leitfaden hat. Also für mich persönlich finde ich das angenehmer. Ja, also ich spreche da nur von mir. Ja, genau, die Karat Art Box kam die Woche an. Die waren auch wieder super schnell beim Versand und beim Verschicken. Ach, das ist doch die 36. Jetzt war ich gerade abgelenkt, dachte ich painte das falsche Symbol. Die 36 ist aber das Kreuzchen oder das kleine X, wie man möchte. Ja, die waren auch super schnell im Versand, war auch wieder top verpackt, also wirklich, wirklich gut. Na? Ich hatte ja, die Boxen bringen sie ja ab und zu mal raus und die Sommerbox letztes Jahr hatte ich ja nicht geholt, aber dafür, jetzt muss ich gerade überlegen, die Frühlingsbox letztes Jahr hatte ich. Das hatte ich mir geholt. Und die war schön, waren schöne Sachen drin. Und halt im Winter hatte ich mir da den kleinen Adventskalender, Bilderkalender geholt. Advents Surprise hieß das. Ja. Ich finde es halt schön, dass sie halt eine gewisse Abwechslung drin haben. Man kann nicht von jedem den Geschmack treffen. Das ist auch gar nicht so schlimm. Muss man ja auch nicht. Und beim Surprise ist es halt so, du musst dich wirklich überraschen lassen. Ja. Und es kann auch mal passieren, dass halt was dabei ist, was einem nicht so gefällt. Was ja auch dann nicht schlimm ist. Man hat sich ja darauf eingelassen, sozusagen. Ja. Das war die Woche bei mir. So. Jetzt muss ich mal, ach, ich war ja auch noch am Montag mal einkaufen, weil am Mittwoch wollte ich mich, wenn mein Sohnemann im Schwimmen ist, eigentlich mit einer Freundin treffen, die wohnt da in der Nähe. Es hat leider nicht geklappt, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist halt mal. Deswegen war ich montags schon einkaufen und ja, habe alles gekauft. Ich habe gefühlt den Laden leer gekauft. Ich weiß auch nicht, was da los war. Aber es hat irgendwie auch alles gefehlt. Also ich hatte keine Nudeln mehr, ich hatte keinen Tomatenmark mehr. Irgendwie war ich da. Milch hat auch gefehlt. Also meine Kinder trinken sehr, sehr viel Milch. Und ja, die hat auch komplett gefehlt. Die musste ich auch in Kasten voll holen. Obwohl ich habe diesmal dann 2 Kästen geholt.
Einmal Haarmilch, einmal Frischmilch. Ja, damit, falls die eine Milch leer ist, sie unten sich im Keller noch die andere Milch holen können einfach. Weil ich habe auch keinen Bock, da jedes Mal die schweren Sachen zu schleppen. Ja, gut, das kennst du bestimmt. Der Sprudel und sowas, wenn man den ja in einem Sixpack da holt, ist ja auch nicht gerade leicht. Das sind schon manchmal Kilos, die man nach Hause schleppt. Ja, so ist das manchmal. Aber gut, ich finde immer, solange es verbraucht wird, ist das in Ordnung. Die Steinchen hier bei der 12, die sind ein bisschen statik, deswegen wollen die auch in meinem Schiffchen nicht so sehr sich in Reihe legen, aber das ist auch nicht schlimm. Sie werden trotzdem gepaintet. Ich könnte jetzt hingehen, da ein Tuch reinmachen oder auch in die Tüte reinhauchen. Wenn ich nicht aufnehme, glaube ich, würde ich reinhauchen. Ja, aber es stört mich jetzt auch nicht. Du siehst, hier kleben zwar noch die Steinchen ein paar dran, aber das ist nichts. Nicht so schlimm. Und im Schiffchen wollen sie halt nicht so, wie sie sollen. Ja. Aber da ich nur ein paar Steinchen brauche, ist das für mich jetzt kein Störfaktor. So, dann habe ich ja nur noch die zwei Farben. Das hier ist der Hintergrund, der ist ja komplett in Fairy Dust. Aber das hat der kleine Mann auch hier im Gesicht. Und das hier ist der AB 310. AB Aurora Borealis Beschichtung oder Schein wie die Nordlichter. Und das ist die Note. Ich glaube, die machen wir zuerst. Und dann mal gucken, ob wir noch was dazu nehmen. Also ob ich noch eine Farbe dann raussuche. Weil ich werde jetzt die Hintergrundfarbe nur bei ihm am Körper machen und nicht noch den ganzen Hintergrund. Ich glaube, den Hintergrund zu painten, das ist nicht so interessant, glaube ich. Ja, aber den ganzen mal aushöhlen, ich glaube schon, dass das ganz interessant ist. Oder schön zu schauen ist, sagen wir so. So. Manchmal setze ich ein bisschen schief und dann kann ich die so aber nachdrücken. Das ist gar kein Problem. Na. Ja, oder wir setzen es einzeln fertig. Weil dann treffe ich auch richtig. Oje, oje. Ja, wie gesagt, wir waren dann da einkaufen. Ich habe dann abends noch meinen Sohnemann mitgenommen. Ja, Schande über mich, aber er hat mir dann geholfen, bei der Milch zu tragen und allem. Auch obwohl ich finde, das ist ja nicht schlimm. Ja. Meine Tochter war auch dabei und hat gemacht und getan. Wobei ich sagen muss, wenn ich sie mitnehme zum Einkaufen oder wenn sie auch freiwillig mitkommt, also so ist das nicht. Ich sage denen nicht immer, dass sie mitkommen sollen, sondern die machen das auch freiwillig. Aber dann wandert manchmal so viel Kram in meinen Wagen, wo ich mir denke, was ist denn das? Das wollte ich doch gar nicht. Ne? Gut, ich meine, sie haben ihr Taschengeld, was sie dafür halt aufbrauchen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Über ihr Taschengeld können sie selber verfügen und können das auch ausgeben, wie sie wollen. Denn ich finde, sonst lernen sie ja nicht, mit ihrem Geld umzugehen.
Ach so, und ich war bei der Bank. Wir haben die Jugendkonten eröffnet für die Kinder. Das hat wunderbar geklappt. Die sind anscheinend, ich dachte ja, man muss da irgendwie Gebühr zahlen oder sowas, aber die sind kostenlos. Und man kann die wirklich detailliert einrichten. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich bin zum Beispiel hingegangen und habe gesagt, ach, am Anfang, die brauchen da Überweisungen und sowas müssen sie ja noch nicht tätigen. Und deswegen habe ich das halt rausgenommen. Genauso wie ich gesagt habe, sie kriegen kein Dispo, also sie können ihr Konto nicht überziehen. Und was war denn da noch? Ach so, ich habe halt vollen Zugriff. Also die Erziehungsberechtigten haben vollen Zugriff auf dieses Konto. Die Kinder haben aber auch ihren vollen Zugriff, können aber von den Daten her gesehen nichts ändern ohne unsere Unterschriften. Ja. Sie könnten Online-Banking haben oder auch dieses Handy-Pay und sowas, also mit dem Handy bezahlen und sowas. Das habe ich aber jetzt erstmal, oder haben wir jetzt erstmal noch rausgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal sehen, wie es funktioniert, wie sie sich machen und tun. Und dann kann man das dazu buchen, wobei mit dem Handy zu zahlen, ich finde, dann kannst du auch deine Karte rausholen zum Zahlen. Also für mich persönlich. Ja. Für andere ist bestimmt auch praktisch, aber ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert. Also ich zahle, wenn ich bargeldlos zahle mit meiner Karte. No. Ja. Ah, die Steinchen, da sind sie gerade gesprungen. Auseinandergestoben sind sie. Ich habe das Schiffchen auch ein bisschen voll, aber gut. Ist auch nicht weiter tragisch. Ja, aber das hat mich sehr, sehr erstaunt, dass das alles so gut funktioniert. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ja, denn das finde ich immer interessant zu sehen, wie dann da die Entwicklung geht. Ja. Jetzt kriegen sie halt ihr Taschengeld nicht mehr bar auf die Kralle, sondern das überweise ich ihnen jetzt auf ihr Konto. Praktisch. Ja. Mal gucken. Aber ich glaube, das geht ganz gut. Das können die. Konnten auch jetzt ja mit dem Bargeld umgehen. Deswegen denke ich mal, können sie das andere genauso gut. Ja. Aber das war auch, wie gesagt, ein sehr angenehmer Termin. Der Berater hat sich da wirklich Zeit genommen und hat auch schon Sachen rausgesucht, um uns verschiedene Sachen einfach zu zeigen, weil ich ja gesagt habe, ich würde mich da gerne informieren. Ja, und ich fand es halt wichtig, dass dass das halt eine Bank ist, die hier vertreten ist erstmal. Damit, wenn Unstimmigkeiten sind, die Kinder selber mitgucken können, ah, so und so geht das. Also damit da ein bisschen Unterstützung vor Ort, Unterstützung da ist, damit man einen schönen Lerneffekt einfach hat, ja. Ich meine, wenn man dann verschiedene Situationen hatte, dann weiß man auch, ah ja, da muss ich das und das machen und so. Aber das hatten ja meine Kinder so noch nicht und deswegen, ja, bin ich da so jetzt ganz froh drum. Genau. Ja,
So, und dann, wie gesagt, Montag ja einkaufen. So, jetzt bin ich auch ein bisschen gesprungen. Am Montag ja das Einkaufen und dann haben wir natürlich auch die Essenssachen für die Woche gekauft. Altbeliebtes Thema bei mir. Und ich muss sagen, wir haben ja jetzt wieder am Anfang besprochen, was wir kochen und das hat wieder super geklappt. Also ich muss mir das echt angewöhnen, dass wir vorher wenigstens so ein bisschen grob absprechen, was wann gekocht wird und wie die Lust dazu ist. Also man muss ja nicht sagen, ich will, weiß ich nicht, Klöße am Mittwoch, sondern es wäre mal schön, wenn wir die Woche irgendwann mal ein paar Klöße machen oder so, ja. Und das hat super funktioniert wieder. Das wirklich klappt gut bei uns. Ja. Und dadurch gab es auch die Woche wieder schön frisch gekocht, vom Montag eingekauft. Ich habe jetzt sogar noch einen Teil da. Also ich habe noch 2 Hähnchenbrust, habe ich noch hier 2 Stück. Die liegen noch im Kühlschrank, aber die, glaube ich, werde ich jetzt einfrieren, weil ich weiß jetzt so nicht, was ich da machen soll, obwohl ich könnte. Aber das will ich dann die Woche machen. Also das wird jetzt nicht mehr also heute gekocht werden, sondern dann irgendwann die Woche den Spargelauflauf machen, aber mit Nudeln und Spargel dann rein und dann dazu die Hähnchenbrust angebraten und in der Spargelsoße dann drin sozusagen. Ja, dann friere ich das weg und hole sie raus, um das zu kochen. Doch, dann machen wir das da irgendwann die Woche. Muss ich die Kinder mal fragen und wenn nicht, die Hähnchenbrust gefroren hält sie sich ja ein bisschen. Ja, das und dann werde ich noch oder habe ich die Woche noch gekocht. Einmal ganz schnell was vom Bäcker. Einmal belegte Brötchen haben wir uns geholt, wie der Banktermin war, weil da alle Hunger hatten. Da habe ich dann gesagt, hey, komm, dann fahre ich gerade noch zum Bäcker vorher und dann holen wir uns da ein belegtes Brötchen. Und dann gab es halt abends nur noch das Brot. Spät, ja. Also dann gab es nur noch Brot. Ich meine, die Kinder können sich dann abends auch, wenn sie das möchten, die müssen dann kein Brot essen, sondern können sich dann Cornflakes machen zum Beispiel, also Cerealien. Aber halt irgendwas, was nicht gekocht wird. Ja. Das ist mir schon wichtig. Obwohl, sie hatten ja an dem Tag gar kein warmes, fällt mir jetzt gerade erst ein. Ja, oh mein Gott, sonst trotzdem überlebt. Ja, also das hatten wir die Woche. Die 69 mal noch. Und dann noch, das hier ist auch ein Fairy-Dust-Ton, das ist der Stern. Dann hatten wir noch die Reste halt vom Sonntag, vom letzte Woche Sonntag. Diesen Sonntag, also heute, habe ich schon gestern gekocht. Und zwar habe ich Gulasch, also Gulaschfleisch gemacht, angebraten und dann dazu halt alles, was ich noch da hatte, reingemacht. Tomaten, Paprika klein geschnitten, Möhren klein geschnitten, Zucchini habe ich klein geschnitten. Also alles, was ich noch da hatte, habe ich dann da reingemacht zu dem Gulaschfleisch. Und das gibt es heute. Ja, dann mache ich aber Nudeln dann dazu. Vielleicht, ich bin ja sonntags mehr so ein bisschen der Kartoffeltyp.
Warum auch immer. Aber sonntags esse ich halt immer gerne mal Kartoffeln. In der Woche koche ich die nicht so viel. Ich koche sie auch, aber das ist dann vielleicht einmal. Ja. Sonst meistens Nudeln oder Reis in der Woche. Warum auch immer, ich weiß nicht, weil Kartoffeln gehen bei mir eigentlich genauso schnell. Aber die muss ich halt vorher schälen, den Reis, und die Nudeln muss ich halt nur in den Topf machen. Ja, vielleicht deswegen, weil da ein Schrittchen weniger zu tun ist. No? Ja, und dann hatten wir noch, jetzt muss ich gucken, Tortellini Käse-Sahnesoße, selbst gemacht. Tortellini ist natürlich gekauft, die mache ich nicht selber, aber diese Kochschinken, Käse-Sahnesoße, die mache ich halt selber mit dem, den kennst du bestimmt. Das ist so, wie heißt das richtig? Schmelzkäse. Sahnekäse, Sahne-Schmelzkäse. Damit mache ich die Sahnesoße. Ja, Sahne kommt da eigentlich gar nicht rein. Ich mache nur diesen Sahnekäse rein. Ja gut. Also ich mache die mit Milch und diesem Sahnekäse dann. Ne? Ja, das hatten wir die Woche. Davon ist auch nichts übrig geblieben. Also das sind die Kinder ja, das ist meine Tochter sehr, sehr gerne. Und davon bleibt nichts übrig. Das kann die dann abends immer noch essen, so nach dem Motto, spät oder morgens früh. Aber gut, das sind ihre Essensgewohnheiten. Da halte ich mich dann raus. Hey. Ja. Aber ich glaube, das hat jeder so irgendeinen Tick, so nach dem Motto, also jetzt lieb gemeint, mit dem Essen. Manche können ja auch morgens schon gleich nach dem Aufstehen eine kalte Pizza essen, zum Beispiel. Ja? So. Und so geht es ihr mit den Tortellini. Tortellini-Käse-Sahnesoße, ja. Das ist so bei ihr, aber gut. No. Wenn es ihr schmeckt, meine Güte, soll sie machen. Ja, und dann hatten wir noch, ja, an einem Tag, und ist mir super einfach gemacht, da habe ich Globus war das, glaube ich, bei uns, war die große, also wirklich diese große Wagner-Pizza im Angebot. Und da habe ich für jeden eine Wagner-Pizza geholt. Die wir dann da abends gemacht haben. Das war schön. Da haben wir mal Pizza gegessen. Ja. Und was hatten wir noch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten auf jeden Fall relativ viel Brot die Woche. Überbackenes Brot. Ach, was ich noch gemacht habe, davon war die Zucchini und sowas noch übrig, weil ich da ein bisschen zu viel gekauft hatte. Das war halt im Angebot. Und dann habe ich halt die 3 Bio-Zucchini, die waren in so einem Bündel, 3 Stück. War günstiger, als wenn ich da nur eine geholt hätte. Und deswegen, ja, war das dann halt. Ich habe noch Moussaka gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das ist ein Gemüseauflauf. Und den habe ich noch gemacht. Gut. Der war sehr, sehr lecker.
Und da habe ich auch, den gibt es auch von, ja, von Maggi und Knorr. Ja. Also da nehme ich dann immer so ein Päckchen, mache aber halt eine große Schüssel voll, aber ist ja nicht schlimm. Ja, ja, den gab es noch. Und dann hatte ich mir noch mit den Kindern waren ja 3 Zucchini, habe ich von der anderen Zucchini an einem Tag einen kleinen Nudelpfanne gemacht. Also ich habe Zwiebel angebratene Zucchini reingemacht. Ich hatte noch Lauch übrig, so eine von der großen Stange Lauch hatte ich übrig und habe die noch damit reingeschmissen und angebraten und habe dann Nudeln reingegeben und die mit Ei überbacken. Ja, das war auch sehr gut. War auch sehr, sehr lecker. So, ich sehe gerade, wir sind schon bei einer guten Stunde. Ich würde sagen, bevor ich jetzt noch mehr rede und das vielleicht gar keinen interessiert, lasse ich das jetzt mal lieber sein und ich beende dann das Video sozusagen. Dann habt ihr das, hast du das noch heute. Ja, der Kleine ist doch super süß. Fehlen jetzt noch ein paar Farben, nicht mehr viel. Aber du siehst es auch hier, dicht an dicht. Auch die hellen Farben. Ganz, ganz toll. Ich muss mal gerade ein bisschen rauszoomen, damit das hier besser funktioniert. So. Ja. Ich hoffe, dir hat das kleine Video, das kleine Video zum Stand der Dinge gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut, hab noch einen schönen Sonntag, wenn du es am Sonntag schaust. Und starte gut in die Woche und hab eine bezaubernde Woche. Mach's gut, bleib gesund. Tschüss.